Hey Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Koro-Haul. Das ist ein etwas weihnachtlicherer Koro-Haul und ich dachte mir, das packen wir noch einmal zusammen aus und dann ist das einfach der letzte Koro-Haul von 2024. Nächstes Jahr geht es aber dann natürlich weiter. Ich freue mich so sehr auf die Sachen, die da drin sind. Ich zeige euch jetzt gleich auch warum. Und genau, ihr könnt mit meinem Code Marienzweier wie immer 5% sparen auf eure Bestellung. Ich packe euch auch wieder den Link zum Koro-Shop und auch nochmal den Code in die Infobox. Schaut da sehr, sehr gerne vorbei. Und ich verlinke euch da natürlich auch noch so 2, 3 andere Koro-Hauls, die ich schon hochgeladen habe. Aber ihr könnt da auch sehr gerne in der Playlist vorbeischauen. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dem Video. Das erste, was ich mir bestellt habe, sind wieder die Apfelchips. Die sind so lecker. Die habe ich ja jetzt letztes Mal auch schon mitbestellt gehabt. Und diesmal 2 Packungen. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Die sind einfach der perfekte Snack für zwischendurch oder für abends nach dem Essen. Es sind halt einfach nur Äpfel ohne irgendwelchen zugesetzten Zucker. Und wirklich dieses Crunchy, ich liebe das total. Und da habe ich, wie gesagt, 2 Packungen von bestellt. Dann kommen wir jetzt auch schon zu einem Piece. Ich wollte damit mal versuchen, so einen Snack zu machen, der ein bisschen wie Dubai-Schokolade ist. Und dafür habe ich mir das Pistazienmus von Koro bestellt. Das war finally wieder back in stock. Das war wirklich super lange ausverkauft. Und ich hatte das schon mal, das ist so lecker. Und hier könnt ihr auch sehen, dass wirklich 100% einfach Pistazien da drin sind. Also auch kein zugesetzter Zucker. Wie eben zum Beispiel in Pistazienschokolade, weil da ja Pistaziencreme verwendet wird und nicht Pistazienmus. Und in dieser Creme könnt ihr ja mal drauf gucken, da ist gar nicht mehr so viel Pistazie drin, sondern viel, viel mehr noch Zucker und sowas alles. Deswegen wollte ich da mal so eine gesündere Variante probieren. Dann durfte natürlich auch nicht fehlen, habe ich Mini-Spekulatius wieder bestellt. Der ist sogar vegan und bio. Schaut mal, der ist so lecker. Wir haben davon schon so eine ganze Packung leer gegessen und jetzt finally Nachschub. Dann musste ich auf jeden Fall auch einmal unser Studentenfutter nachbestellen. Von der Edelnussmischung haben wir noch ein bisschen was. Ich hatte nämlich jetzt einfach in so ein Gefäß immer was von der Edelnussmischung und was vom Studentenfutter reingepackt. Das dann so geschüttelt und dann hat man halt noch ein bisschen besseres 50-50% Verhältnis von Nuss und von diesen Weinbeeren da drin. Weil hier sind schon sehr viele Weinbeeren drin, aber die sind so lecker, wir wollen nicht mehr auf die verzichten. Und vor allem, ihr müsst mal so eine Weinbeere zusammen mit so einer Nuss probieren. Wirklich ein absolutes Träumchen. Ihr müsst euch die einfach mal bestellen. Dann was etwas Langweiligeres, aber was halt einfach so praktisch ist an Koro. Und zwar habe ich hier, ich glaube, das sind 2,5 Kilo, ja, Feinblatt. Also Haferflocken, Feinblatt, so feine Haferflocken halt. Daniel nimmt die eigentlich fast jeden Tag und ja, da hat man erstmal seinen Vorrat. Ich fülle die immer in so Glasgefäße von Koro um. Sind fast immer ausverkauft leider aktuell. Ich hoffe so sehr, dass die wieder reinkommen, weil ich mir da auch noch ein paar von bestellen wollte. Und hier hat man halt dann direkt 2,5 Kilo. Ihr seht, das sind wirklich super, super feine Haferflocken. Gibt es aber auch mit, also so größere. Das ist einmal so ein 2,5 Kilo Sack. Dann habe ich noch was richtig, richtig Leckeres bestellt, was einfach an Weihnachten und in der Weihnachtszeit nicht fehlen darf. Und das sind natürlich gebrannte Mandeln. Ich werde natürlich jetzt gleich mal die Packung aufmachen und mit euch da mal eine Mandel probieren. Wie cool ist das, dass es die auch bei Koro gibt. Und so sieht jetzt eine gebrannte Mandel aus, wie man sie halt eben kennt. Und dann probieren wir die jetzt mal. So unfassbar lecker. Ich hatte dieses Jahr tatsächlich noch keine gebrannten Mandeln, muss mir aber unbedingt auch auf dem Weihnachtsmarkt noch mal welche holen. Unfassbar lecker. Und hier hat man direkt ein ganzes Kilo. Eine noch. Eine muss ich noch nehmen. Habe ich noch 2 weitere Sachen. Einmal gab es die Nut Butter Cups Blondie Salted Pistachio einfach gratis dazu. Die sind auch so lecker. Die habe ich auch schon mal mit euch zusammen in einem Video probiert. Die sind halt so hell und haben dann so eine Pistazienfüllung. Die hatte ich mir noch mitbestellt, die waren aber bei Neu, genau so war das. Und zwar Mandeln in Zartbitterschokolade. Und das hört sich so unfassbar lecker an, deswegen probieren wir jetzt gleich auch mal eine. So sieht das einmal aus. Und die sind richtig groß, oder? Was ihr übrigens auch unbedingt mal bestellen müsst, sind diese gefriergetrockneten Erdbeeren in Zartbitterschokolade oder in normaler Schokolade. Wahrscheinlich auch mit Himbeeren super, super lecker. Ich glaube, es gibt auch Sauerkirschen mit Schokolade ummantelt. Also super viele Sachen, wo halt in der Mitte so eine Frucht ist. Das liebe ich ja total. Und jetzt haben wir hier eine Mandel. Die sieht so aus. Einmal komplett in Schoki. Ihr glaubt gar nicht, wie lecker das schmeckt. Falls ihr Ferrero-Küsschen
gerne mögt. Schmeckt auf jeden Fall eigentlich genauso oder wie dieses Ferrero Rocher. Packt euch das auf jeden Fall mal zu eurer nächsten Bestellung mit dabei, vor allem wenn ihr halt eben Zartbitterschokolade und Mandeln mögt. Das ist wirklich eine perfekte Kombi. Wirklich ein absoluter Traum. Ich bin auch schon sehr gespannt darauf, das Pistazienmus auszutesten. Ich habe im Kühlschrank tatsächlich noch ein kleines Gläschen offen. Das werde ich natürlich erstmal verwenden. Das war im Adventskalender da drin. Die stehen auch hier hinten. Ich hatte alle Sachen wieder reingepackt. Ich habe ja auch einen Koro Adventskalender-Unboxing gemacht. Könnt ihr euch auch gerne noch anschauen. Und genau, alle Sachen bis auf das Pistazienmus habe ich wieder reingepackt, dass man im Dezember halt jetzt jeden Tag nochmal ein Türchen öffnen kann. Und das verbrauche ich dann erstmal. Und dann habe ich ja aber auf jeden Fall schon mal direkt Nachschub. Also falls ihr das auch mal haben wollt, guckt am besten jetzt mal vorbei, ob das gerade verfügbar ist, weil wie gesagt, das war sehr lange ausverkauft, weil ja gerade dieser Hype rumgeht. Deswegen sind auch Pistazien voll oft ausverkauft. Aber ja, ich bin happy, dass ich es noch bekommen habe. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende dieses Koro-Holz angelangt. Mich freut es wirklich sehr, dass euch die Koro-Holz immer so interessieren und dass ihr mir auch immer eure Favoriten in die Kommentare schreibt und so. Und mir auch auf Insta schreibt, wenn ihr was bestellt habt und mir auch eure Bestellungen zeigt. Das finde ich immer so spannend, weil ich möchte mal wissen, was ihr euch da auch aussucht. Also macht das super, super gerne weiter. Und dann machen wir einfach im nächsten Jahr weiter mit Koro-Holz, würde ich sagen. Crazy, dass das jetzt einfach ein Ende ist dieses Jahr, ne? Lasst dem Video sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Abonniert sehr, sehr gerne meinen Kanal. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!